Hallo? Heute haben wir mit dem Hamilton Intramatic H einen 40 mm Chronographen da, der von einem Modell aus den 1960er Jahren abstammt und Panda-Fans viel Spaß für kleines Geld verspricht. Alternativ gibt es die Uhr, übrigens auch mit umgekehrtem Farbmuster, ein sehr zeitloses Design. Wir zeigen es euch in diesem Video. Ein Chronograph mit Handaufzug und in diesem Stil, das weckt Vintage-Stimmung. Ein weißes Zifferblatt und schwarze Totalisatoren, klassischer geht es eigentlich auch gar nicht mehr. Der Hamilton Intramatic H Chronograph bietet eine permanente kleine Sekunde, Stunden- und Minutenzeiger in Hochglanz und die Chronographen, also Stoppfunktion, bis hin zu 30 Minuten. Mit dem gewölbten Saphirglas, was man auch Boxglas nennt, wird das Aussehen von Kunststoffgläsern aus der Vorbildepoche nachgeahmt. Dadurch entstehen kleine Brechungseffekte auf dem Zifferblatt und diese Saphirgläser kann man nicht einfach in die Form pressen, sie müssen aus dem Vollen gefräst werden und die Herstellung ist damit etwas aufwendiger und natürlich auch teurer. Unscheinbarer ist die Rückseite der gezeigten Hamilton, ein massiver Stahlboden mit Markennamen und Aufschrift zur Wasserdichtheit von 10 bar bzw. 100 Metern. Auf dem Zifferblatt gibt es als kleine Zusatzfunktion zum Chronographen noch eine Tachymeterskala und damit lassen sich Geschwindigkeiten über eine bekannte Strecke, zum Beispiel 1000 Meter, messen. Auf das Zifferblatt wurden Indexe aus poliertem Stahl aufgesetzt und beim gelblichen Anhang daran handelt es sich um kleine Blöcke mit Leuchtmittel, aber dazu später noch eine Ansicht im Dunkeln. Das Zifferblatt ansonsten ist insgesamt nicht komplett glatt, sondern leicht strukturiert und das konnten wir gar nicht richtig auffangen auf den Bildern. Was aber dagegen besser sichtbar ist, sind die Rillen bei den leicht zurückgesetzten Totalisatoren. Hier jetzt auch die versprochene Ansicht im Dunkeln. Wer ganz nah und unfair dran geht, so wie wir, wird sehen, dass der Stoppsekundenzeiger auf der Rückseite weiß ist, also nicht vollständig lackiert. Das liegt sicherlich auch am Preis, denn was ich hier eingebe, ist keine Telefonnummer, sondern 1.895 € ist der Preis der Armbanduhr und das ist nicht besonders viel Geld für einen Chronographen mit mechanischem Werk. Apropos Uhrwerk, das Werk ist ein modifiziertes ETA 7753 und wer sich ein bisschen auskennt, wird wissen, dass das 7753 eigentlich ein Automatikwerk ist. Hamilton hat die Automatikgruppe aber einfach weggelassen und das Werk absichtlich zum Handaufzug downgegradet oder umfunktioniert, wie man sehen will. Ein bisschen seltsam bleibt deswegen die Namensgebung, denn Intramatic vom Vorbild spielt eigentlich darauf an, dass die verbauten Werke Automatik sind. Die Uhr wird am schwarzen Lederarmband mit einer Breite von 20 mm und einer signierten Dornschließe getragen. So, jetzt aber danke fürs Einschalten und auf Wiederhören. Also wenn ich eine Handaufzugsuhr trage, freue ich mich eigentlich immer darüber, sie aufziehen zu dürfen. Aber das ist jetzt natürlich nur meine Meinung.